Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute geht es um die Sony WH-1000XM3. Langer Name, aber ihr wisst schon Bescheid, das sind super Kopfhörer und ich habe ein Video dazu ja schon mal gemacht. Das verlinke ich euch hier oben einmal in die Infobox und das war vor ein paar Monaten und da habe ich euch das Ganze mal unboxed und in einen ersten Eindruck vorgestellt. Ich habe die Dinger jetzt hier einige Zeit getestet und nutze sie im Alltag und was ich davon halte, das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran und viel Spaß. Das sind also die Sony WH, ich höre auf damit. Die sind jetzt ab jetzt nur noch die Sonys hier in diesem Video und auch für den Rest meiner Nutzungszeit die Sonys, weil es sind echt die Sonys und ich kann sie nur empfehlen. Alles Fazit schon vorweg. Ich habe natürlich ein paar Probleme, die ich hier ansprechen werde, aber wir haben hier einmal sehr solide Kopfhörer, die uns um die 350 € kosten würden. Aber ihr müsst da nicht unbedingt immer den Originalpreis zahlen. Die Sonys sind auch hier und da mal in einem guten Angebot zu erhalten. Und ja, da müsst ihr mal die Augen aufhalten, um zu gucken, was ihr da so findet. In Sachen Soundqualität muss ich sagen, haben mich die Sonys echt überzeugt. Ich bin ein Fan von basshaltiger Musik, höre viel Hip-Hop, aber auch R&B und für all diejenigen, die jetzt nicht wirklich auf Bass stehen und da eher auf Mitten und Höhen achten und auf einen ausgeglichenen Sound, die werden vielleicht bei dem Bose ein bisschen besser dastehen. Aber ich muss sagen, die Sony fand ich Soundqualität mäßig top und deswegen habe ich sie mir dann auch gegönnt. Zum Thema Akkulaufzeit und Komfort. Ich hatte ja Angst, dass die Ohrmuscheln nach einer Zeit sehr warm werden würden. Das habe ich in meinem Unboxing auch so erwähnt, aber nach einer gewissen Zeit habe ich mir jetzt schon gesagt, okay, das ist echt kein Problem. Natürlich, wenn ich das auf Sessions mehrere Stunden mal anhab, also ich spreche von plus 6 Stunden am Stück, muss man natürlich hier und da mal so einen Ohrhörer abnehmen und da ein bisschen Luft dran lassen. Aber das ist echt kein Problem und man hat nicht das Gefühl, dass das unkomfortabel wird. Ist ganz im Gegenteil, es ist ein sehr komfortabler Kopfhörer. Die Sony kommen super leicht daher. Das kommt daher, dass man hier in der dritten Ausführung dieser Kopfhörer viel auf Plastik setzt. Die alten Versionen hatten da schon so ein bisschen mehr metallische Materialien am Start, aber die Sony hier sind vollkommen aus Plastik, machen das Ganze aber nicht billiger. Also es ist ein sehr hochwertiger Kopfhörer, gefällt mir sehr gut und muss sagen, dass ich da auch sehr zufrieden bin. Akkulaufzeit finde ich auch 1A. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich an manchen Tagen ordentlich mit den Kopfhörern höre, vor allem auch auf Reisen, wenn ich mal nach Hamburg fahre oder so, komplett am Stück oder aber auch am Schneiden bin oder anderweitig arbeite. Die Kopfhörer halten da für mich mehrere Tage, ich sag mal bis zu 4 Tagen. Das ist jetzt auch ein Heavy-User, aber falls du jemand bist, der ganz moderat hört, da kommt man sicherlich ein paar Wochen mit aus. Also ich finde die Akkulaufzeit hier echt super gut und falls der Akku mal leer ist, ist es auch super einfach, das Ganze mal wieder aufzuladen. Ist ja mit USB-C hier verbaut und 10 Minuten hat man schon ein paar Stunden wieder raus und das ist echt praktisch. Kommen wir jetzt aber auch mal zu dem, was mich echt stört bei dem Ding und das ist eher die Verbindung, also die Bluetooth-Konnektivität. Die ist 1A, das ist kein Problem, ich komme sehr weit, ich brauche da nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe zu den Geräten sein, aber die Anzahl der Verbindungen, das ist halt das Problem. Man kann mit dem Gerät mehrere Geräte verbinden. Also ich habe 2 Geräte damit verbunden, das geht, das sagen viele im Internet, dass das nicht funktioniert, das funktioniert. Was nicht funktioniert, ist die Tatsache, die Geräte nahtlos überzugeben. Also was ich auch von meinem Blackbeat Pro kannte, war die Tatsache, dass wenn ich mit meinem iMac verbunden bin und mit meinem iPhone, dass wenn ich auf dem iPhone nicht höre und die Blackbeats anhab, auf dem iMac was anmache, dass es dann auf dem iMac abgespielt wird und ich auch was höre. Bei den Sony ist es leider so, dass man die Verbindung aktiv trennen muss, dass man da nicht
nahtlos übergeben kann. Das ist eine vertane Chance und da finde ich, für den Preis hätte man das schon erwarten können. Aber nichtsdestotrotz, damit habe ich mich jetzt auch in der Zwischenzeit abgefunden und das ist jetzt nichts, was mir das Genick bricht, und es sind dann jetzt ein paar Sekunden extra, die ich mir nehmen muss, also 10, 12 Sekunden, um dann ein neues Gerät zu verbinden. Wird bestimmt in der nächsten Version dann groß angepriesen als Feature und ja, da haben Sony sich das noch ein bisschen vorbehalten für kommende Varianten. Und ja, fazittechnisch, ich habe jetzt viel Gutes dazu gesagt. Das ist auch alles, was man dazu sagen kann. Ihr habt bestimmt schon einige Videos dazu gesehen. Die Sonys sind einfach sehr gute und solide Kopfhörer. Überdurchschnittlich gut, würde ich schon sagen. Der Preis ist ordentlich. Meiner Meinung nach darf man für ordentliche Kopfhörer auch so ein bisschen was hinblättern. Wenn man 3 bis 4 Jahre das Ganze genutzt hat, finde ich, ist es eine super Investition in gute und solide Kopfhörer. Und ich werde euch mal ein paar Links in die Beschreibung packen. Auch so ein paar Alternativen, falls ihr nicht so viel Geld ausgeben möchtet, gibt es dann auch meine Picks, die ich euch dann empfehlen kann. Das sind alles natürlich wieder Affiliate-Links. Ihr unterstützt damit auch den Kanal, wenn ihr darüber kaufen möchtet. Dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Das war mein Video zu den Sony WH-1000XM3, habe ich es jetzt doch nochmal gesagt. Und deine Meinung würde mich jetzt auch mal interessieren. Was hältst du von Sonys? Wie viel würdest du für Kopfhörer so ausgeben? Was ist deine Schmerzgrenze? Das schreibt mir doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Kommentieren wäre ganz nett. Und falls du einen Freund hast, den du mit dem Video ein bisschen glücklich machen kannst, dann teil das Video, das würde mich auch sehr freuen. Wenn du neu hier auf dem Kanal bist, hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um meine Interessen. Das sind in der Regel Tech-Produkte wie diese hier. Und ja, ein Abo würde mich hier sehr freuen. Falls du Teil der wachsenden Community hier werden willst, dann willkommen. Und ja, das soll es dann heute von mir gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin, ciao.